besser? Hey Alex, was ist das überhaupt? Ja, hier erfahren wir ein bisschen mehr über aktuelle bionische Forschungsprojekte. Ach Mann, das ist für Menschenfinger gemacht. Wo sollen wir denn mal hin? Guck mal, das sieht gut aus. Wie soll ich denn damit was hören können? Ich spreche doch mit den Ohren. Ach so, ja, stimmt. Was ist das? In dem Projekt geht es um den Tiefseeschwamm, der hier wohnt. Den kennst du doch. Ich zeig dir den gleich nochmal. Hier, schau mal, der Tiefseeschwamm. Der hat hier unten Fasern, die Licht ganz besonders gut leiten können. Und weil die das gar so gut können, versuchen das Forscher gerade nachzubauen. Aber nicht einfach aus Kunststoff, sondern natürlich aus natürlichem Material. Und zwar aus Zellulose, was zum Beispiel in Pflanzen drin ist. Wir können uns das Ganze mal im Dunkeln anschauen. Pass auf. Guck mal, wie toll die dann im Dunkeln leuchten. So wird die Information weitergegeben. Leuchtet voll. So wie ich im Dunkeln. Und weißt du was? Ich leuchte sogar im Hellen. Das stimmt, sehr schön sogar. Aber du bist dafür ganz schön störanfällig. Okay. Ich stehe auf. Ich habe Probleme aufzustehen. Ich kann eh schon alles, was hier erforscht wird. Wetten? Jill. Aber dafür zeige ich dir jetzt was richtig Schwieriges. Guck mal, wie die Eule ihren Kopf einmal fast ganz rumdrehen kann. Sie hat allerdings auch doppelt so viele Halswirbel wie wir Menschen. Cool. Kannst du das auch? Naja. Na gut. Du hast gewonnen. Aber mal ehrlich. Es ist gar nicht so einfach, alles zu können, was es in der Natur alles gibt. Das ist ein logistischer Albtraum. Selbst für einen Roboter wie mich. Da muss man ja noch echt viel forschen und bauen.